Da vorne, wo die Sonne ist, machen wir gleich eine aktive Pause. Weil wie ihr sehen könnt, ist er gerade sehr aufgeregt. Und so wollen wir nicht nach Hause gehen. Das heißt, wir machen eine aktive Pause. Hund zieht, Hund ist nicht mehr aufmerksam. Ich hänge also nur noch als beschwerendes Glied hinten dran. Und da vorne bei dem Häuschen machen wir eine aktive Pause. Und was das ist, erkläre ich euch gleich. Aktive Pause bedeutet, und jetzt gut aufpassen, viel Input. Wir machen nichts. Dass der Hund jetzt hier so ein bisschen rumdödelt. Daran merkt man, wie aufgeregt er gerade war. Er kriegt jetzt auch keine Anweisungen von mir, sondern es passiert einfach gar nichts. Wir bleiben hier stehen und fahren ein bisschen das Hirn herunter. Wir können rumgucken, ein bisschen in der Luft rumschnüffeln, versuchen Keks aus der Tasche zu schnüffeln. Wird ganz besonders niedlich sein. Das wird aber jetzt alles ignoriert. Was lernt der Hund dadurch? Der lernt jetzt, sich selber ein bisschen runterzufahren, ohne dass ich ihm sage, was er tun muss. Für uns ist immer wichtig, dass der Hund auch selber es schafft, sich runter zu regulieren. Auch dann, wenn eigentlich jetzt gerade hier richtig viel los ist und man eigentlich gerne andere Sachen machen möchte, außer hier zu sitzen und zu entspannen. Super. Auch das ist bei sowas dann ganz wichtig, dass man versucht, mit der Aufmerksamkeit den Hund bei sich zu behalten. Gar nicht mit irgendwelchen großen Firlefanz. Und jetzt merkt ihr an seinen Bewegungen, die werden ein bisschen ruhiger. Der fährt also gerade mental runter. Dürfen da auch mal hinterher schnüffeln, war ja schließlich auch ein scharfer Typ. Aber ihr merkt, das Rumbummeln ist vorbei, das Nervöse sein ist vorbei. Jetzt fährt das Hirn sich runter. Wir gucken uns alles ganz in Ruhe an. Die Nase arbeitet. Das sind alles Sachen, die wir wollen. Im Bestfall setzt der Hund sich gleich selbstständig hin oder legt sich ab. Ist aber nichts, was ich jetzt zwingend einfordere, sondern ich fordere nur ein, dass er ganz in Ruhe bei mir bleibt und ansonsten nichts passiert. Wenn ihr das selber mal auf den Gassigängen macht, egal wo, fangt kleinteilig an mit ein paar Sekunden, baut das dann mit immer längeren Zeitspannen aus und ihr werdet merken, wenn ihr danach weitergeht, ist der Spaziergang wesentlich entspannter, ohne dass ihr wirklich was tun musstet. Für mich ist das auch gut, einfach mal in der Sonne stehen, den Moment genießen, sich mal umzuschauen. Was ist hier eigentlich alles so? Vielleicht ist da ein Vögelchen oder ein Eichhörnchen oder ein Blatt. Und das ist das, was passiert, ohne dass man etwas tut. Der Hund reguliert sich selber runter. Wenn man nämlich so einen Spaziergang gemacht hat, wie wir jetzt gerade, wo man den Hund sehr viel einbindet und fordert und in den Gehorsam bringt und ein bisschen hochstachelt, dass da auch viel Spaß dabei ist, ist das wichtig, dass er das selber kann. Natürlich gehört ein gewisses Quäntchen von Anleitung am Anfang mit dazu, aber das ist irgendwann das Ergebnis, wenn ihr das des Öfteren mal praktiziert. Die Aufgabe des Nichtstuns ist für viele Hundebesitzer gar nicht so einfach, weil man immer denkt, draußen ist immer Action, man muss irgendwas machen. Und dann fangen die Leute an, ihr Handy rauszuholen oder irgendwo rumzufummeln. Je mehr ihr das macht, desto weniger schafft der Hund, sich runterzufahren. Also aktives Nichtstun, das war eine aktive Pause. Und wenn wir jetzt weitergehen, nehmen wir den Hund einfach mit. Good job. Super gut. Und auch jetzt sieht man, Hund ist runtergefahren, kein hysterisches Geziehe mehr, ist viel besser im Folgemodus und ist entspannt genug, dass wir jetzt nach Hause auf die Couch können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.